Weiter geht's mit Teil Nummer 2 vom Gespräch mit Timo Boll. In diesem Teil wird es um den Werdegang von Timo gehen. Ja, es wurde schon viel über Timo berichtet in zahlreichen Medien und so weiter. Was mir doch ein bisschen gefehlt hat, ist so die Trainingsperspektive. Das heißt, wie hat Timo trainiert, wie ist er dorthin gekommen, wo er eben dann am Ende gelandet ist, wie wurde er so gut und was hat es vielleicht auch mit der Story so auf sich, mit Tennisprofi vielleicht werden und so weiter. All das findet ihr in diesem Video heraus. Bleibt bis zum Ende dran, ja, schaut auch danach noch kurz das Video zu Ende, denn wir haben ein kleines Gewinnspiel auch für euch vorbereitet. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Timo. Ich würde einfach mal so gar die ganzen Themen, wie hat sich so dein Training und dein Material im Laufe der Jahre verändert? Du hast ja alles mitgemacht, von 38 auf 40 Millimeter, auf Plastikball, vom Frischkleben, vielleicht auch verschiedene Spielsysteme in Ligen und so weiter. Magst du einfach mal so ein bisschen zurückgehen und erklären, so wie so dein Trainingsalltag vielleicht so gerade in den ersten Jahren war und wie du vielleicht da so zum Tischtennis gekommen bist und was du da dann trainiert hast? Ja, ich habe ja mit 3 Jahren halt bei uns zu Hause im Keller angefangen mit meinem Vater. Der hat, ja, schon im Verein gespielt, aber jetzt keine hohe Klasse oder kleiner Dorfverein. Ja, Ähm, aber wir hatten halt eine Platte zu Hause im Keller stehen und das war für mich ja als sportbegeisterter Junge natürlich ein gefundenes Fressen. ja, Und ja, da war ich eigentlich schon jeden Tag an der Platte gewesen mit 3, 4 dann. Es war immer nur kurz, Viertelstündchen. So, das war die Zeitspanne, die ich mich so konzentrieren konnte. weißt du noch, welchen ersten Schläger du in der Hand hattest? Ich hatte, glaube ich, so, was waren das? Auf jeden Fall grüne Belege. Da gibt Okay. es auch ein paar Videos von, Hm, als ich da zu Hause angefangen habe in meinem Schlafanzug. hab ich schon mal gesehen, ja. Ähm, Agregateholz oder ich weiß gar nicht, hieß das, glaube ich. Und das waren grüne, ich glaube, Jola-Belege waren das damals gewesen. Aber die waren so Okay. abgenutzt. Also die hatten halt null Grip. Ja, noch kein Dick nix gewesen. Nee, nee, den musste ich dann irgendwann erst selbst entwickeln, sozusagen. Nee, aber überragende Phase, weil mein Vater war sich da auch nie zu schade, mit mir jeden Tag in den Keller zu gehen. Aber genauso gut waren wir auch viel, dann haben wir irgendwie Tennis gespielt und Hm. Badminton und mit dem Tennisschläger dann gegen die Wand in meinem Kinderzimmer gespielt. Also immer irgendwas halt mit Ball und es war auch nicht immer Tischtennis. Wir haben manchmal einfach auch nur Ballübungen gemacht, um so ein bisschen Ballgefühl einfach zu entwickeln. Ja, Ball über den Tisch rollen oder was auch immer. Also es musste nicht immer gleich Spielen an der Platte sein, sondern einfach so Koordination, Ballgefühl. Da hat mein Vater, glaube ich, ein ganz gutes Gespür gehabt, was mir Spaß gemacht hat und was mir auch irgendwie was bringt, Ja. ohne mich jetzt irgendwie zu zwingen. Und das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Gab es noch andere Sportarten, so rückblickend, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht was gewesen? Und hast du auch selber mal überlegt, äh, so den Michael Jordan-Move zu machen, sagen, ich gehe jetzt 2, 3 Jahre vom Tischtennis raus und spiele jetzt, weiß nicht, Tennis und komme dann wieder zurück und gewinne trotzdem noch gegen alle? Wäre dir auf jeden Fall zuzutrauen? War das mal eine Überlegung? Also damals war ich natürlich noch viel besser im Tennis, weil es war natürlich nicht so anspruchsvoll wie Tischtennis. Weil da habe ich schon bombensicher halt einfach einen Ball hin und her spielen können Ja, mit 3, 4 Jahren. Und da konnte er mit mir schon richtige Ballwechsel spielen. Ja, das war mit Tischtennis, hat es auch mal geklappt, aber jetzt nicht nonstop. Und der wollte eigentlich damals einen Tennisplatz bauen. Wir hatten da noch ein Grundstück gehabt, war leider kein Bauland. hm, Und die Gemeinde hat es uns dann auch nicht erlaubt, da einen Tennisplatz hinzubauen. Also da war er wirklich bereit, auf
bisschen was zu investieren und einen Privattrainer und was man halt so im Tennis alles braucht, Ja. was im Tischtennis vielleicht auch ein bisschen einfacher funktioniert. Aber wie gesagt, ohne eigenen Platz, hat er gesagt, wird es nicht funktionieren, weil dann immer ständig irgendwo hinfahren und Aber mit dem Dirk Nowitzki hattest du damals nichts irgendwie tennismäßig zu tun. Der ist ja, glaube ich, auch befreundet und der kommt ja auch aus einer ähnlichen Gegend und der, glaube ich, auch für Tennis gespielt. Gab es da irgendwie einen genau. Zusammenhang oder? Nee, das überhaupt nicht, weil das war viel früher bei mir. Das war wirklich so im Alter von 4, 5, Okay. wo er das vorhatte. Und ich habe dann so auf der Straße zwar klar immer noch Tennis gespielt, aber jetzt nie im Verein so richtig dann, weil mit 6 bin ich dann auch in den Tischtennisverein gegangen und in den Fußballverein. Ich meine, da habe ich auch 90 Tore pro Saison geschossen. Aber man hat einfach gesehen, Ballsportarten, die liegen mir einfach und da habe ich ein gewisses Talent für. Und im Tischtennis hat man einfach gut gesichtet damals. Ich meine, ich kam dann schon mit 6, dann glaube ich, mit 6 oder 7 ins Kreisleistungszentrum sofort und mit 7, 8 dann ins Bezirksleistungszentrum und es war alles schon richtig geregeltes Training mit guten Trainern dann auch und Auswahl und ich meine, ich habe 90 Tore pro Saison im Fußball geschossen und ich bin von niemandem irgendwo gesichtet worden oder nie irgendwohin mal eingeladen worden. Ja. Und es wird heutzutage im Fußball wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Aber damals war Tischtennis wirklich schon gut aufgestellt, glaube ich. Und die haben mich da natürlich sofort abgegriffen. Ich meine, mit 8 Jahren war ich im Hessenkader dann, ich glaube, 4-mal die Woche. Und dann schon bei Helmut Hampel, ja, der mich bis 25 begleitet hat, ja, ein Top-Trainer, der selbst erste Liga gespielt hat. Und dann nur noch mit Besseren einfach trainiert, ja. Fußball wäre quasi auch was für dich gewesen, zurückblickend? Ich glaube, da hätte ich es nicht geschafft. Da wäre ich, glaube ich, zu weich gewesen, körperlich wahrscheinlich zu schwach. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich auch im Tischtennis körperlich wirklich einer der Besten war. Das kam dann immer auch irgendwann erst. Aber im Fußball musste da, glaube ich, sehr früh dabei sein, athletisch sehr gut sein, um sich da auch überhaupt durchsetzen zu können. Und weiß ich nicht, vielleicht hätte ich mich auch anders entwickelt körperlich. Ja, aber ich war damals glaube ich eher nicht. Ich war mal das hättest du vielleicht auch machen sollen, wenn Fußball was gewesen hätte werden sollen. Ich war hier bei einem Bundesliga-Verein bei so einem Sommertrainingscamp und danach haben die angerufen und gesagt, hey, Bojan, willst du nicht mal vorbeikommen zum Probetraining? Und dann war ich da dort und rückblickend dachte ich mir auch mal, Fußball wäre vielleicht doch was gewesen, aber wie du schon sagst, körperlich wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen, hätte wahrscheinlich nicht ganz gereicht. Da gehört beim Fußball nochmal mehr dazu, weil du quasi ja diesen direkten Körperkontakt hast, der ja im Tischtennis so ein wenig fehlt. Ja, ja. Also Tennis vielleicht schon eher, aber Fußball, glaube ich, weiß ich nicht. So wie ich mich einschätze, eher nicht. Ja. Und dann warst du so im Stützpunkt-Trainings. Bei mir war das damals so, dass die Stützpunkttrainer untereinander und so Kadertrainer nicht so richtig miteinander kommuniziert haben und der eine so ein bisschen dachte, okay, der andere kümmert sich schon drum. Wie war das bei dir? Wurde das alles schon gut auf dich abgestimmt? Gab es da irgendwie ein Favorite-Training in der Woche, wo du sagst, okay, da hast du am meisten rausgezogen oder wie kann man sich das vorstellen? Also am Anfang war das ja noch so eine Symbiose aus Kreisleistungszentrum. Das war dann 1 oder 2 Mal die Woche. Genauso dieses Bezirksleistungszentrum. In Kombination mit Verein. Da bin ich dann halt auch immer so auf meine 4, 5 Einheiten pro Woche gekommen. Aber als ich dann in den Hessenkader gekommen bin, da bin ich sozusagen komplett vereinnahmt worden von Helmut. Ja. Also da gab es kaum noch ein Training dann ohne ihn. Okay. Und deshalb hatte ich jetzt auch nicht mehr so viel Einflüsse. Ich meine, mein Vater hatte immer ein gutes Auge für mein Spiel und was mir fehlt und was ich gut gemacht habe. Und das hat er mir auch immer ehrlich gesagt.
ohne jetzt mich kritisieren zu wollen, sondern immer irgendwie konstruktive Kritik eher. Oder der hat mir auch mal gesagt, wenn ich irgendwas gut gemacht habe. Und das war Ja, dann auch wirklich so. Also nicht irgendein Lob, den ich nicht verdient hätte, sondern ja. einfach immer extrem realistisch meine Leistung immer eingeschätzt und mir auch mitgeteilt. Das war mir auch immer unglaublich wichtig, Mhm. wie er mich gesehen hat. Und da wusste ich, das hat immer Hand und Fuß. Und Helmut hat so dieses komplett, nicht Wohlfühlprogramm, aber einfach einen kompletten Plan aufgestellt. Also da war alles strukturiert und da war einfach alles vorgegeben. Da musste ich mich um nichts mehr kümmern, sondern so, da und da war Training und da habe ich zu erscheinen und da hat er mir dann der Verein empfohlen und also der hat sich dann eigentlich komplett um alles gekümmert, Wie ja. kann man sich das vorstellen? Hast du dann jede Woche so eine PDF-Datei oder so ein Blatt bekommen von Helmut und okay, das machst du jetzt diese Woche oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Oder einfach den Eltern gesagt und du bist einfach ins Auto eingestiegen und wurdest hingefahren und wusstest gar nicht, wo du landest und hast dann einfach gemacht, was da zu machen ist? Oder kannst du ein bisschen so da genauer eintauchen? Also bei Helmut war es echt extrem. Der hat wirklich für jeden Spieler vor jedem Training die kompletten Übungen aufgeschrieben, die er zu trainieren hat. Also von jedem Spieler, der da trainiert hat. Und das waren ja, keine Ahnung, wie viele Leute waren das? Bestimmt 30 Leute. Ich Hm. meine, die erste Gruppe 15, 16 und dann die zweite Gruppe auch nochmal. Und da hat er sich wirklich vor jedem Training hingesetzt und hat alle 4, 5 Übungen aufgelistet. Und der Plan, der hing immer an der Wand. Und da hast du drauf geguckt und da wusstest du schon mal, was dir bevorsteht. Und aber wie die Woche abläuft, war auch klar. Und der hatte dann auch immer fürs Halbjahr, glaube ich, auch immer schon so einen kompletten Plan gemacht, wo du genau gesehen hast, so da und da sind deine Spiele und da sind irgendwelche Turniere und Qualifikationen und also alles extrem strukturiert. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du auch mal ein bisschen müder warst, der war jetzt vielleicht nicht so individuell. Das hast du immer durchgezogen, dein Programm, ob du da jetzt müde warst oder nicht. Ja. Und ja, es war schon die harte Schule so ein bisschen. Hm. Ab wann wurden so andere Bereiche neben der Technik ein wenig interessanter für dich? Also wann hast du so richtig mit Fitnesstraining begonnen oder auch Mentaltraining oder solche Dinge? Wann kam das bei dir so mit dazu? Das war eigentlich, seitdem ich dann bei Helmut angefangen habe. Also da ging es sofort los mit 8, 9 Jahren. Also vor jedem Training halt wirklich gutes Aufwärmtraining. Hm. Nach dem Training immer Konditionstraining irgendwas gemacht. Auch schon Stabi-Training. Ähm, also das war vor jedem und nach jedem Training wirklich sehr gewissenhaft. Und da durfte dann auch nicht gequatscht werden beim Aufwärmen. Und das war wirklich, da war er sehr, sehr streng. Ähm, von daher waren wir da schon immer recht fit gewesen und Hm. haben auch körperlich schon gut was gemacht für das Alter, ja. Hm. Und im Und mentale Bereich, hast du da jemanden gehabt irgendwann mal, mit dem du da auch gearbeitet hast? mental, also das hat eigentlich Helmut immer so ein bisschen mitgemacht, ja. Also das hat er schon immer so ein bisschen auch eingeschätzt, wie jeder Spieler individuell auch drauf ist. Ich meine, da war ich immer relativ entspannt und das hat er, glaube ich, auch gespürt, dass ich jetzt nicht so der Hektiker bin und Mhm. dass er mich in der Geschichte auch in Ruhe lassen kann und dass da vielleicht andere eher mal einen Tipp gebraucht haben, wie sie ein bisschen ruhiger werden oder ja, da hat er die Leute schon unterschiedlich angepackt, würde ich sagen. Ja. Aber wenn es ums Training ging, da hat er seine harte Linie gefahren, ja. Und deine Übungen an sich dann in der Halle, also du warst mit Helmut damals in der Zeit viel, aber irgendwann hat sich auch bei dir geändert, dass du dann, oder warst schon nicht so auch schon viel unterwegs, aber dann warst du
in China bei Trainingslagern, zu Hause bei dir, dann in Düsseldorf, sonstiges. Wie hat sich, da warst du wahrscheinlich manchmal selber noch verantwortlich für Übungen oder andere Trainer, wie hat sich so an sich so der Trainingsalltag verändert? Hast du früher viel regelmäßige Übungen gespielt, viel Beinarbeit und dann mehr Aufschlag oder haben die Übungen an sich sich vielleicht verändert, weil auch irgendwie die Trainer sich weiterentwickelt haben? Kannst du da mal ein wenig eintauchen? Also ehrlich gesagt, das hat sich eigentlich nie so extrem geändert, bis ich, keine Ahnung, 24 war. Also da haben wir schon sehr konsequent immer erstmal eine regelmäßige Übung als erste Übung, Beinarbeit. Die zweite Übung vielleicht auch Beinarbeit, halt unregelmäßig. Hm. Und frühestens die dritte Übung war dann irgendwas mit Aufschlag. Und das hat sich eigentlich nie geändert. Also ich kann mich noch dran erinnern, früher hatten wir auch mal wirklich Zeit, so im Sommer, weiß nicht, 6, 7 Wochen Vorbereitung zu machen, weil da im Sommer keine Turniere waren. Und da haben wir die ersten 3, 4 Wochen wirklich keinen einzigen Aufschlag gemacht. Da haben wir nur Beinarbeit trainiert, nur lange Ballwechsel. Ja. Aber klar, das hat natürlich auch ein bisschen was gebracht, weil ich meine, die Technik war natürlich gut, die Beinarbeit wurde immer besser. Und dadurch ja, hat man schon einfach eine super Technik entwickelt. Ja. Hm. Und ich meine, damals kam mir natürlich auch zugute, dass das Spiel auch noch anders war. Ich meine, da wurde nicht so präzise gespielt wie heute. Und ich meine, ich hab gespielt, als ich dann irgendwann angefangen habe mit 16, 17 zu spüren, ja, es gibt auch halblange Aufschläge und halblange Bälle. Und wenn ich die Ja. gut anfange, da habe ich einen riesen Vorteil. Und als ich das gemacht habe, da habe ich so einen Sprung gemacht, weil das halt kaum jemand damals gespielt hat. Vielleicht ein Jean-Mi Safe, ja, der war damals Nummer 1 der Welt, bei dem habe ich das gesehen und habe dann das auch versucht und habe so einen Sprung dadurch gemacht. Und die Sprünge sind heutzutage echt viel härter, ja, für die neuen Spieler, weil das eigentlich schon fast vorausgesetzt wird. Ja. Hm. Also man Und muss du, technisch und du Zeit hattest, es quasi kompletter zu sein. Ja. erlernen. Genau, genau. Ich habe mich halt über all die Jahre entwickeln können und war damals auch noch nicht perfekt, aber ich war einfach trotzdem ein guter Spieler, Hm. obwohl ich noch nicht perfekt war. Und heutzutage, die Jungs, die spielen nur noch gegen Spieler, die keine Schwächen mehr haben. Ja. Und die haben es schon verdammt schwer. Wann würdest du sagen, war so dein Peak? Also du bist ja immer jetzt, oder vielleicht auch jetzt, du bist ja, glaube ich, aktuell Nummer 8 der Welt. So, würdest du sagen, ist jetzt vielleicht so dein Peak? Oder in welchem Alter mit gerade vielen Veränderungen, wahrscheinlich auch schwer zu sagen, aber wann war so dein maximales Niveau? Boah, technisch gesehen natürlich erst in den letzten Jahren. Aber natürlich habe ich da athletisch abgebaut. Ähm, Aber klar, wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich immer, ich war viel schlechter. Aber wenn ich Videos sehe, manchmal denke ich, ja, da haben wir doch schon ganz okay gespielt. Ja. Aber klar, das Spiel hat sich natürlich schon verändert. Bisschen durch die Regeländerungen, aber natürlich einfach auch, weil ja, das Spiel sich entwickelt hat und immer weiter gesucht wurde nach Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und jeder hat sich daraufhin angepasst. Und Hm. ähm, ich glaube, so gibt immer so vereinzelte Spiele, die man so im Kopf hat, wo man denkt, so, boah, das war ein Wahnsinnsspiel, einfach vom Niveau her. Keine Ahnung, gegen Fan Zhendong, Österreich Open, denke ich, war eins meiner besten Spiele. Hm. Auch wenn ich es verloren habe, aber vom Level her war das, glaube ich, sehr gut. Ja. Ähm, Körperlich war ich vielleicht so mit 27, 28 am besten, am fittesten. Hm. Ja. Aber wie gesagt, da habe ich viel über die Athletik rausholen können, aber war ich technisch gesehen, glaube ich, nicht so gut oder vom Know-how nicht so gut wie
mit 35, ja. Ja, ist ja auch eigentlich gut auch für alle anderen Spieler da draußen zu hören, dass du sagst, okay, alles klar, es gab ein paar Jahre, da war ich vielleicht athletisch am besten, aber auch vielleicht doch nicht unbedingt oder vielleicht nicht mit Abstand die beste Zeit, weil danach kamen andere Dinge, wo du besser wurdest. Das heißt, man kann so Dinge vielleicht auch im Laufe der Jahre ein bisschen kompensieren dann, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Tischtennis ist eine Sportart, klar, die lebt natürlich mittlerweile noch mehr von der Athletik wie früher, aber es ist immer noch eine sehr technische Sportart und mit gutem Know-how und Spielverständnis kann man immer noch viel ausrichten, ja. Ja. Wie hat sich so dein Material verändert im Laufe der Jahre? Also es gab ja Frischkleben, alle anderen Wechsel, so die es da auch gab. Und auch so probiert man ja trotzdem als Tischtennisspieler. Viele sind ja auch da sehr fanatisch. So, bist du da auch so ein Typ, wo du sagst, okay, ich probiere da viel rum, und was hat sich wie bei dir auch da verändert im Laufe der Jahre vom Material her? Ja, das hat sich ziemlich stark immer verändert. Ich meine, klar, als ich ganz jung war, waren es eher medium-schnelle Schläger, würde ich sagen, ohne Frischkleben damals ja noch. Ähm, relativ weiche Belege. Vorhand immer ein Tickchen härter als Rückhand. Mhm. Irgendwann kam wann habe ich denn angefangen zu kleben? Ich glaube mit 10, 11 habe ich dann angefangen, frisch zu kleben. Ja, Klar, dann wurden die Schläge auch ein bisschen schneller, Belege immer noch recht weich. Aber je besser ich wurde, umso härter wurden die Belege auch. Umso schneller wurden die Hölzer, umso härter wurden aber die Belege. mhm. Ähm, dann, klar, als das Frischkleben verboten wurde, ja, habe ich auch sehr harte Belege gespielt. Tenergy immer extrem hart dann rausgesucht, also immer die härtesten, die im Lager waren, immer raussuchen lassen. Ja, Die waren für kaum jemanden überhaupt spielbar, aber ich hatte so einen Armzug, ich hatte so eine Athletik einfach vom Körper her. Ich habe das überhaupt nicht gebraucht, den Katapulteffekt. Ich wollte einfach immer nur dieses saubere Sprungverhalten, ja. Also ich wollte immer, dass du weißt, was passiert, so ein bisschen. genau, ich wollte genau Mhm. wissen, was passiert, und ich habe keine Hilfe vom Schläger gebraucht, sondern ich wollte selbst spüren, Ja, was, was meine Bewegung macht. Das sollte auch aus dem Schläger rauskommen und nicht irgendwie ein verfälschtes Ergebnis durch irgendeinen extremen Katapulteffekt. Und das ist immer noch so ein bisschen der Fall. Ich meine, ich habe natürlich immer gespürt, ja, die Chinesen haben diese griffigen Belege, und wenn es hart auf hart kommt und die ganz schweren Bälle, da habe ich immer einen kleinen Nachteil, gerade wenn es dann auch ein bisschen feucht wird, was natürlich häufig der Fall ist in Asien, in großen Hallen mit vielen Zuschauern. Da hatte ich immer so das Gefühl, ja, wenn es schwere Bälle sind, dann können die einen Ball noch ein Tickchen tiefer fallen lassen und kriegen den trotzdem noch mit einem schönen Bogen ja, auf den Tisch gespielt mit Qualität. Und bei mir ist er dann eher immer mal weggerutscht. Und deshalb habe ich dann auch angefangen mit Butterfly, ja, diesen Dick Nix 09C zu entwickeln. Habe ich immer so ein bisschen gedrängt, ja, wir müssen auch so was Griffiges, Klebriges machen. Und ja, die wollten nie so, weil klar, die sehen nie so richtig hübsch aus, die Belege. Die glänzen nicht so schön wie die japanischen Belege, sondern ja, da gibt es Abdrücke dann drauf vom Belag, und das wollten die Japaner nie. Aber ich habe mich irgendwie durchgesetzt, und das haben wir, glaube ich, ganz vernünftig hinbekommen, ohne jetzt irgendwie tunen zu müssen, den Belag. Das war mir halt auch immer wichtig, weil ich das nie machen wollte. Und ja, da war ich natürlich happy, dass ich dann so einen Belag dann auch hatte und bin dann auch gleich auf die Rückhand. Ja, nach einem Jahr habe ich ihn dann auch auf die Rückhand gemacht. Und das heißt, ja, spielst du noch beiden Seiten aktuell, oder? genau, das spiele ich immer Ja, noch auf beiden Seiten. Und auch wenn es jetzt nicht der schnellste Belag ist,
Das ist mir immer wichtiger, dass ich diesen Grip habe. Ja. Hm. Mittlerweile spiele ich ein super schnelles Holz, weil ich ein bisschen körperlich Probleme hatte, dann nicht mehr den Armzug oder die körperliche Dynamik hatte, um das auszugleichen. Und jetzt habe ich seit einem Jahr ungefähr spiele ich dieses Primoratsch Carbon, Ja. um mir da ein bisschen auszuhelfen. Das ist super schwierig zu spielen, aber ja, mittlerweile habe ich es einigermaßen im Griff. Gab es mal einen Fehler, den du so rückblickend oder sagst, okay, das würde ich rückblickend anders machen, gerade beim Material? Bist du auf irgendein Turnier gefahren und dachtest, okay, ich spiele jetzt mit dem neuen Holz und dann hast du das Turnier gespielt und hast gemerkt, nee, war komplett die falsche Entscheidung? Ja, da habe ich einige Male ins Klo gegriffen, sozusagen. Ja, ich meine, das war schon immer Thema, Schläger, Material. Und da hat man natürlich schon immer auch viel getüftelt, gerade früher, als man noch frisch geklebt hat. Ich meine, was wir da für einen Akt immer betrieben haben. Am Abend vorher immer die Belege drauf, nass draufgeklebt mit 10 Schichten und dann am nächsten Tag Ja. runter, Kleber wieder abgezogen, nochmal irgendwie 4 Schichten und dann wieder nass vorm Spiel und dann wieder abgezogen und dann nochmal trocken drauf. Und also es war ein brutaler Aufwand, um da das Maximale rauszuholen. Und klar, da hat man sich ab und zu auch mal verklebt, bisschen Ja. zu nass drauf gemacht und dann hat man natürlich einen richtigen Anti drauf gehabt. Da ging gar nichts. Ich kann mich noch an Olympia einmal erinnern. Da habe ich natürlich einen Riesenfehler gemacht. Da habe ich von anderen Spielern halt mitbekommen, ja, da war schon Kleben mittlerweile verboten. Aber es gab einen Kleber, der war zwar erlaubt, aber der war so ein bisschen ja, dicker, würde ich sagen, einfach. Der Butterfly-Kleber war immer ein Tickchen dünner und ich habe eigentlich immer okay damit. Aber ich glaube, einen Monat vor Olympia habe ich den dann einmal getestet im Training, diesen dickeren Kleber, und habe so gedacht, wow, da hast du echt fast wie so einen kleinen Katapulteffekt. Und habe dann damit 4 Wochen oder 3 Wochen vor Olympia damit angefangen zu spielen und keinen einzigen Wettkampf damit gespielt. Und habe damit dann trainiert und da fühlt sich das natürlich super an. Und dann kam ich ja zu Olympia und spiele damit und dann unter Stress merkst du natürlich wirklich erstmal, ob das Ganze funktioniert. Ja, dann habe ich gegen Krishan gespielt und der war natürlich bombensicher und ich habe den Schläger nicht mehr gespürt und klar, der war irgendwie schneller als vorher und ich habe dann irgendwie nicht mehr die Sicherheit gehabt und habe dann halt 2, 3 Fehler, einfache Fehler zu viel pro Satz gemacht und das war das Todesurteil immer gegen Krischi. Wenn ich da nicht am Limit gespielt habe, da habe ich immer gegen den verloren und der hat mich dann immer auseinandergenommen. Ja, und ich glaube, es wäre mir mit meinem normalen Schläger nicht passiert, weil eigentlich war ich gut drauf. Aber wie gesagt, es hat mich dann so verunsichert und ja, dumm gelaufen. Also probieren ja, aber ein bisschen mehr Vorlauf. Und Genau, auch ein bisschen mehr Wettkampfphasen testen. Vorlauf. Aber wie gesagt, selbst ein Profi vor so einem Höhepunkt macht man noch so einen Blödsinn. Ja? Wenn man einfach immer optimieren will, aber manchmal ist es auch ein Schuss nach hinten. Ja. Ich würde gerne noch kurz den Switch nehmen, um quasi den anderen Spielern da draußen da weiterzuhelfen, um ein bisschen quasi jetzt dann auch mit den Infos, die du jetzt alles so ein bisschen mitgegeben hast, dann auch wirklich selber voranzukommen. So, wie besprochen, es gibt noch ein Gewinnspiel zum Ende des Videos und zwar würde mich interessieren, was war dein oder euer Lieblingsmoment mit oder von Timo Boll? Ja, ich habe da so auch ein paar bei mir im Kopf. Eins zum Beispiel war 2015 bei der Weltmeisterschaft in Paris im Ausland. Ich selber als Fan quasi eine Weltmeisterschaft miterlebt und da hat Timo ein mega cooles Spiel, gutes Spiel gegen Malone gespielt. Leider damals nicht gewonnen, aber war so für mich ein bisschen ein Highlight. Oder als vor einigen Monaten, als Timo und ich gesprochen haben, er meinte, er sieht die ganze Zeit
Unsere Werbung fand ich auch ganz witzig. Das waren so 2 meiner Lieblingsmomente. Es können natürlich bei euch auch ein paar gewesen sein, ob er war Fahnenträger bei Olympia, vielleicht hat euch das ganz besonders gefallen. Irgendein Sieg gegen die Chinesen oder gegen einen besonderen Spieler oder vielleicht habt ihr mal jemals mit ihm ein Foto gemacht. Würde mich interessieren, wie das bei euch ist. Unter allen Teilnehmern verlosen wir in den nächsten 5 Tagen jeweils ein, sage ich euch kurz, High Performance Table Tennis Training Shirt. Ja? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, habe ich schon öfters in Videos getragen. Das Ganze wird dann über Instagram bekannt gegeben. Das heißt, in den nächsten 5 Tage jeweils ein Kommentar am Tag gewinnt. Das schreiben wir dann über Instagram wegen Adresse und Größe. Deswegen macht da gerne mit. Und für alle, die nicht gewinnen oder nicht beim Gewinnspiel mitmachen wollen, mittlerweile gibt es seit kurzem auch die Training-Shirts bei Futurespin zu kaufen, sind da erhältlich. Deswegen, wer da eins haben möchte, dann kann auch natürlich dann da vorbeischauen. Und natürlich, wie besprochen, gibt es auch noch einen 3. Teil mit Timo. Da wird es dann ganz besonders darum gehen, wie kannst du selber nochmal im Tischtennis vorankommen oder wenn du auch ein Elternteil bist, wie kannst du dein Kind optimal unterstützen, damit dein Sohn vielleicht der nächste Timo Boll wird. Auch super spannend, deswegen abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns dann spätestens im nächsten Video wieder.